Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Modern Talking, einfach anders. Und es ist ja richtig viel los zurzeit. Also bei Thomas kann man sagen, das ist jetzt nochmal ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere. Er ist ja nur noch unterwegs, nur noch auf Promotour. Seit jetzt quasi dieses Jubiläumsalbum. Es ist ja gar nicht ein Album, es sind ja 6 Alben. Thomas Anders Sings Modern Talking. Nachdem das jetzt gestartet ist, dieses Mega-Projekt, was natürlich auch sensationell toll ist. Also die ersten Songs konnte man ja auch schon hören und findet man ja auch auf der Thomas Anders Spotify Playlist. Ne? Könnt ihr mal suchen. Da steht übrigens auch immer die aktuellste Folge vom Podcast drin. Und Thomas, ich bin ja froh, dass du überhaupt Zeit gefunden hast vor lauter Promotion-Tour, dass du überhaupt noch hier den Weg ins Podcast-Studio findest. Wie geht es dir, Superstar? Naja, es läuft ja momentan ziemlich viel und ja, ich liebe sowas ja. Ich liebe ja solche Zeiten, wo man ganz konzentriert durcharbeitet. Also das ist wirklich so eine Woche. Und da würde ja jeder Beamter sofort Kur beantragen, ne? Ja. Die hören ja alle viel früher auf, bevor die in Kur gehen. Ne? Das hat man ja jetzt letztens auch gesehen, dass die Beamten ja alle nie bis zum Rentenalter, das schaffen ja die meisten gar nicht. Nein, aber momentan haben meine Tage, es gibt keinen Tag unter 14 Stunden Arbeit. So, und das ist dann nun mal so und dafür arbeitet man und es macht einem ja auch Spaß. Und ja, wir gucken einfach mal, als wir jetzt den Podcast aufgezeichnet haben, wissen wir jetzt noch nicht, wo das Album in die Charts geht, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Ja, also ich würde es dir gönnen. Ich freue mich auch total für dich und natürlich auch für deinen Produzenten Christian Geller, der ja jetzt auch 50 geworden ist. In dieser Woche 50 geworden ist. Ja, das habe ich ihm auch bei meinen Glückwünschen gesagt. Es tut überhaupt nicht weh, aber merke dir, es ist eine 5 davor, nicht mehr die 4. Ja, aber gut, steht uns allen bevor und ja, man kann ja froh steht sein, uns nicht bevor, bei mir ist schon die 6 davor. Ja, ich habe alle anderen gemeint, die Hörer und so. Bei dir wissen wir das wieder. Ich wollte es nicht wieder erwähnen, aber gut, dass du es selbst machst, ja. Aber du hast ja auch ein tolles Erlebnis gehabt. Also ich habe das verfolgt auf Social Media, auf deiner Instagram-Seite. Du warst ja, hast ja ein Konzert gespielt. Wo war das genau? In Tirana. Tirana, der Hauptstadt von Albanien. Genau. In Albanien warst du unterwegs. Und da sieht man ein Bild mit einem kleinen Kind, was quasi vor der Halle steht. Kleine, blonde, süße Maus schreibt, Thomas, I have a dream to sing with you. Your youngest fan in the world, Noara. 4 Jahre alt. Also nicht Nora, sondern Noara. Ja, klar. Komisch, dass solche Frauen, das ist witzig. Die Nora ist auch keine 4 Jahre alt. Die steht da mit diesem Plakat, so süß. Erzähl mal, wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du von Noara da in Albanien bei deinem Konzert Tirana erfahren? Also man muss die Abläufe ja kennen. Also wenn ich ja in die Halle komme, dann bin ich ja, entweder gehe ich durch die Tiefgarage oder komme halt eben durch den Hintereingang, Backstage-Eingang, wie das so ist. Da kriege ich ja nichts mit. Also ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Ich will das nur mal kurz erzählen für die Menschen, damit die sich das genau vorstellen können. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, so wie das ist, dann geht's für mich im Grunde entweder zum Soundcheck oder es geht in die Garderobe und das ist dann im Grunde für die nächste Zeit meine Welt. Und da, wo ich mich aufhalte. Und da kommen natürlich immer wieder Menschen, die rein wollen und sowas. Und das ist manchmal sehr anstrengend, weil ich bereite mich ja auf meinen Auftritt vor. Mhm. Wenn es bei mir auch immer so leicht aussieht. Ich bin nun jemand, der
der einfach Lebensfreude versprüht und wo es nie nach Arbeit aussieht. Aber am Ende des Tages ist eine Show höchste Konzentration. Absolut. Und ich meine, du weißt es wenn du auf die Bühne gehst und sowas, du bist vorher auch lustig und jeder meint, mit dir noch ein Foto machen zu können und dir auf die Schultern zu klopfen und dir irgendeine Geschichte aus deiner Familie erzählen zu können, weil man dich schon mal vor 2 Jahren irgendwo, 3 Jahren, 5 getroffen hat. Ja, ist schön, aber du musst gleich raus. Ich muss halt eben. Du musst gleich performen vor ganz vielen Menschen und musst dich auch konzentrieren. Und es ist, aber das darf man natürlich auch niemandem übel nehmen, der das nicht kennt. Ja, ich meine, die Masse der Menschen kennt so eine Situation nicht. Deshalb finde ich auch schön, dass du das erklärst und man vielleicht auf diesem Wege auch mal ein bisschen um Verständnis werben kann, was es eigentlich heißt, ne, da auf der Bühne zu stehen vor so vielen 1000 Menschen. Es soll ja auch toll sein und man muss da schon konzentriert sein und da kann man nicht im Vorfeld noch 50.000 andere Dinge machen. Ja, klar. Aber das war bei dir so hinter der Bühne und dann kamen immer mehr Leute, oder? Ja, aber ich möchte, Andreas, ich möchte nochmal drauf eingehen. Das ist genau richtig. Pass auf, jeder hat irgendwo seinen Job. Und wenn ich jemanden hab, der mir meine Heizung reparieren muss, das ist auch sein Job. Aber den kann ich dann auch nicht im Grunde hingehen und irgendwelche Gespräche aufquatschen. Nein, der muss seinen Job in seiner Zeit machen, der muss sich konzentrieren. Und wenn irgendein Bäcker oder ein Maler oder ich habe ja großen Respekt vor unseren Handwerksberufen, irgend so jemand etwas macht, dann muss man ihn auch in Ruhe arbeiten lassen, weil ich glaube, den Horror bei jedem Handwerker ist, wenn der Auftraggeber, ich sag's mal so, daneben steht und sagt, warum machen Sie denn sowas? Oder ich würde das anders machen. Also, ja, genau. Du lachst jetzt. Es gibt solche Menschen. Es gibt sie. Und die finden sich total geil, dass sie auch irgendwann mal einen Pinsel richtig gehalten haben. Also, ja, warum nehmen Sie denn den Dübel? Ich habe da von der Firma so und so. Die Dübelqualität ist viel besser, bevor Sie den jetzt nehmen. Absolut. Genauso ist es. Und auch bei mir ist es so. Okay. Wir brechen es jetzt mal ab. Es kam halt eben mein Tourmanager rein und er sagte, da ist ein kleines Kind und diese Noara, wusste ich den Namen noch nicht, möchte dir etwas überreichen. Und ich bin da ganz ehrlich und sagte, hör mal, muss das jetzt sein? Weil wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde vorm Auftritt und er sagte, ja. Ich sagte, okay. Also, sie kam dann in meine Garderobe und war da mit ihren Eltern. Und es ist ja nicht so, als würden die Menschen dann so reinkommen. Da kommen dir dann Geschenke und Luftballons und was weiß ich alles. Und wie süß, dass sie sich so viel Gedanken machen. Ja, siehst du, ich finde das auch. Ja, ich finde es auch total süß und habe mich dann unterhalten und war komplett geflasht. Da steht eine 4-Jährige, die ein besseres Englisch spricht als 50% der Deutschen. Echt? Eine 4-Jährige. Unfassbar. Und ich habe wirklich mit offenem Mund und großen Augen vor ihr gestanden und habe einfach nur gefragt, die Mutter auch gefragt, woher spricht sie so gut Englisch? Und die Mutter sagte, sie kann's eben. So, ich sage aber, wie, die ist 4 Jahre alt. Und sie sagte dann nur zu mir, can I sing with you? Also auch sehr selbstbewusst, also kann ich mit dir singen. Und ich sagte, dafür musst du aber erst mal vorsingen. Du musst erst mal durch das Casting. Man denkt, ja, hallo. Man denkt natürlich, ich muss ja mit dem Mädel irgendwie reden. Und da fing die an, Sherry, Sherry Lady zu singen, komplett durchzusingen. Und ich dachte, das ist doch unglaublich. Ich fasse es nicht, dass dann eben so eine 4-Jährige, to make a long story short, also die Mutter hat mir erzählt, sie ist, seit sie überhaupt fähig ist, Musik zu hören und sowas, hört sie halt eben Modern Talking und sie liebt Sherry, Sherry Lady. Und dann habe ich nur gesagt, okay, sie muss auf die Bühne. Und ich bin wirklich jemand, der nicht jeden auf die Bühne nimmt, weil
Es muss ja auch in den Ablauf eines Programms passen. Es geht ja, wir haben ja unser Timing und wir sind ja nicht auf einer Spaßveranstaltung. Ja, da haben viele Menschen viel Geld für bezahlt und die wollen eine professionelle Show. Also, ja, und das sieht man jetzt im Internet und ich fand's großartig. Ah, die Kleine, ganz goldig. Also ich habe das ja auch gesehen, das Video, wie sie dann da auf der Bühne steht und wie sie Sherry, Sherry Lady singt. Also Hut ab, mit 4 Jahren. Also das muss man sich ja immer mal vorstellen. Mit 4 Jahren diese kleine Lady, voll selbstbewusst. Voll selbstbewusst. Das war einfach toll. Ja. Guck mal, was du alles erleben darfst, ne? Das mit deinen Anfang 60, das ist doch mega. Ja. So ein Danke, dass du mein Alter nochmal erwähnst. Aber da siehst du mal, ne? Ich kann das verstehen, dass man ist dann konzentriert und will natürlich jetzt nicht noch 5-mal gestört werden oder wie, aber in so einem Fall, Gott sei Dank, hast du dann nachgegeben. Du hast natürlich diesem Mädel und den Eltern hast du natürlich einen Lebenstraum erfüllt. Die werden ihr das jedes Jahr nochmal vorspielen und die wird ihr Leben lang sich an diesen Moment erinnern. Also ich bin relativ davon überzeugt, dass das für dieses Mädchen eine lifelong experience, also das ist etwas, keine Ahnung, wahrscheinlich wird sie irgendetwas mit der Bühne machen, weil ich kenne mich, ich war ja auch damals so alt und habe vor Leuten performt, wenn man diese Magie mitbekommt, wie man auf der Bühne steht, und als 4-Jährige, was das mit einem macht, und es ist ja jetzt nicht so, als wäre sie gedrängt worden von ihren Eltern. Ich habe es ja mitbekommen. Mhm. Nein, sie war sehr pushy. Also sie wusste schon, was sie will. Und da stecken wirklich Entertainment-Qualitäten drin. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt wirklich nicht meine Glaskugel vor mir. Je nachdem, wenn die wirklich eine ausgebildete Stimme bekommt in Musik, vielleicht sehen wir die irgendwann mal beim ESC für Albanien. Wie cool ich weiß das nicht. Denn, ey? Ja. Ja, once in a lifetime, also mit Thomas Anders auf der Bühne stehen. Ja, wer kann das schon? Dann mit 4 Jahren. Ja, für mich hat's mit 5 Jahren maximal gereicht. Mit wem? Mit Tony Marshall durfte ich auf der Bühne stehen und mit ihm ein Liedchen singen. Jim und Andy oder wie dieser Song hieß. Ja, Jim und Andy. Du kennst es? Ja. Hallo. Hallo, ich bin ein paar Jahre älter als du. Der Anders, das ist ja mega. Ja, da stand ich mit Tony Marshall und irgendwann habe ich dann seinen Sohn dann kennengelernt, den Mark Marshall. Den Mark. Und so, und hab gesagt, hier habe ich noch ein Bild mit deinem Vater, als ich da auf der Bühne stand mit ihm als Kind. Ja, mit Thomas Anders habe ich es noch nicht auf die Bühne geschafft. Aber wer weiß, ja, irgendwann vielleicht noch vor meinem 50. Ich würde es auch ein bisschen so komisch finden, wenn du neben mir Sherry Sherry Lady singst. Singen wir halt was anderes, ja. Brother Louis. Vielleicht singen wir auch Deutsch oder so, weil mein Englisch ist, glaube ich, nicht so gut. Aber kommen wir weiter zu deiner großartigen, wie gesagt, du hast dieses Konzert und jetzt geht's um Thomas Anders Sings Modern Talking und da habe ich auch was Interessantes mitbekommen. Du hast ja da auch erzählt, wer dich so geprägt hat und was so, ne, man ist ja auch irgendwie selbst Fan, von wem warst du mal Fan? Also die eingefleischten Fans wissen es ja auch, Barry Manilow. Vielleicht kannst du hier in diesem Podcast nochmal erzählen, warum hat dich Barry Manilow so inspiriert? Was ist an dem so toll? Ich kannte Barry Manilow gar nicht in meiner Kindheit. Woher auch? Ich komme aus Mörz. Der ist ja noch nie aufgetreten. Ja, klar, aber trotzdem hat er dich inspiriert. Ja, und zwar Freunde von meinen Eltern, die waren in Amerika und weil sie wussten, dass ich halt eben singe und das war so in den 70ern und da war Barry Manilow natürlich der Superstar. Also für diejenigen, die jetzt nicht genau mit Barry Manilow was anfangen können, doch Barry Manilow war eigentlich der Udo Jürgens aus Amerika.
ganz groß. Also da war jeder Song ein Hit, da waren alle Tourneen ausverkauft. Und die haben mir dann ein Album mitgebracht. Also wirklich eine Vinyl, eine Schallplatte. Und ich habe die Musik gehört und dachte nur, was ist das? Das ist was anderes als irgendwie, keine Ahnung, nicht despektierlich sein wollend, aber was irgendwie ein Schlagersänger in Deutschland gemacht hat. Das waren Melodien, das waren Arrangements und es war trotzdem mitsingbar. Also es war trotzdem kommerziell. Und ich dachte, wow, das ist ja unfassbar. Und dachte, man kann mit Musik so viel mehr machen. Und deshalb hat mich seit den 70ern Barry Manilow so beeinflusst. Und es war, ich hab dann in den 80ern alle seine Platten, die damals auch zum Teil, das war Copacabana, kennt man ja noch und sowas, wurden ja auch in Deutschland Her name veröffentlicht. was Lola, she was a showgirl. Da, da, da. Ja, okay. With yellow feathers in her hair and the dress got down to there. Wer kennt es nicht, ja? Und ich habe das gekauft und ich habe das wirklich bei mir zu Hause auf den Plattenspieler gelegt und habe in meinem Kinderzimmer dazu performt. Ich habe mir vorgestellt, ich bin auf einer großen Bühne und ich performe das. Ich bin der Star des Abends und ich mache das. Naja, und also mit Modern Talking, als Modern Talking zum ersten Mal vorbei war, kam Barry Manilow nach Deutschland und er war in Frankfurt. Und ich bin nach Frankfurt gefahren, weil ich wollte dann, habe dann Kontakt aufgebaut, wollte dann, dass er mich vielleicht produziert. Und ich habe dann, kam hinter die Bühne, Backstage, und er kam dann zu mir und wir haben halt eben miteinander gesprochen und er sagte nur, was ich so eigentlich total lustig fand. Er fragte mich, do you have a record contract? Also hast du einen Schallplattenvertrag? Und ich sagte nur, I'm sorry, ganz schüchtern. I sold 60 million albums. Also das heißt 60 Millionen Alben habe ich verkauft. Und er zu mir 16, also 16. Und ich sagte, nein, 60. Und er, oh my God. Und dann, wie gesagt, haben wir ein Foto zusammen gemacht und haben noch ein bisschen gesprochen. Und dann ist er abgereist und dann habe ich ihn dann später kontaktiert über die Plattenfirma, ob er mit mir ein Album aufnehmen will. Aber er war meiner Plattenfirma etwas zu teuer. Es kam also nicht dazu. So, aber es gibt noch ein Foto. Ich muss gleich noch eine Geschichte erzählen. Eine unglaubliche Geschichte. So, aber zuerst, dieses Foto hat Claudia irgendwann vor einem Jahr bei uns im Keller in so einer großen Fotokiste gefunden. Und sagte, du hast ja ein Foto mit Barry Manilow. Ich sag, oh ja, da war ja mal ein Foto mit Barry Manilow. Und das haben wir nun in einem Silberrahmen irgendwie zwischen unseren ganz vielen Fotos stehen. Okay. Und dieses Foto hat sie jetzt um Karneval rum, hat sie bei uns zu Hause auf den Flügel gestellt und hat das abfotografiert, weil halt eben in meinem Interview mit Alexander Gerlach, also mit Alex Gerlach, ging es eben um Barry Manilow und ich habe dann so erzählt, wie das ist. Und das hat Claudia gepostet. Und da kam vor einer Woche eine Message von Barry Manilow. Mit 2 Herzen. Und das ist unglaublich. Ich meine, das ist unglaublich, dass sowas ist. Und nun komme ich zu meiner anderen Geschichte. Und zwar
Als ich damals, merkt ihr, wie der Thomas hier total aufblüht hier? Guck mal, wie ein kleines Kind hier. Das ist na, so aber schön, wie das zu hören ist. es sind Geschichten und es gibt mehr zwischen dem Universum und hier. Und zwar wirklich, es war so, als ich damals in L.A. Lebte und bin in ein Haus eingezogen und in diesem Haus waren keine Möbel drin, außer einem Flügel und einem, du weißt das, wie das ist, so einem Klavierhocker, ja? So Ja. einem Flügelhocker. Und ich bin damals dort eingezogen und habe das alles besichtigt und jetzt wurde der Vertrag unterschrieben und alles war gut und alles super. Und also beim Einzug habe ich dann den Flügelhocker dann so inspiziert und habe den Flügel gespielt. Okay, der musste gestimmt werden, der war schon länger nicht mehr gestimmt. Und setz mich auf den Flügelhocker und der wackelte so ein bisschen. Und da merkte ich, da konnte man den Hocker aufmachen. Also das war wie eine Notenbank. Du kennst das. Ja, es gab so Hocker, ja klar. Früher bei der Orgel gab's das auch, wo dann die Noten quasi unten drin waren und so, ne? Unter dem Sitz lag das drin. Genau. Du kannst aufklappen. Ich hebe diese Sitzbank hoch. Und was war da drin? Ein Notenbuch von Barry Manilow. Das habe ich heute noch. Das zerflettert schon. Das ist schon, da fallen schon die Seiten auseinander. Das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 35 Jahre her oder sowas. Das ist ein Notenbuch von Barry Manilow. Und in einem Haus, in dem ich dann eingezogen bin, wo ich gar keine Ahnung hatte. Und da merkt man, es ist mehr zwischen dem Universum und der Erde. Das ist schon, also das ist echt verrückt. Ja, es ist so. War das jetzt ein Notenbuch quasi, also Noten von den Songs von Barry Manilow oder war das ein, was ihm gehört hat? Nein, das war ein zum Kauf, aber da sind über 100 Songs drin von Barry Manilow. Das lag unter dem Sitz. Das ist schon schräg, ne? Das ausgerechnet bei dir, dass das dann, also. Danke, ausgerechnet bei mir. Ja, es ist aber so. Es ist ja, so als Fan. Das ist ein Zeichen. Und dann hat er das auch noch kommentiert, das Bild. Ja, das ist schon cool. Ja. Also ich würde sagen, ich glaube, der hat das damals extra für mich reingelegt. Genau. Lern du mal meine Songs und dann gucken wir mal. Ja, so Lern du mal Klavier spielen, dann gucken wir mal. Ja, aber das spielst du doch auch hier ab und zu, oder? Du bist doch hier ab und zu am Klavier. Du hast immer noch Noten von Barry Manilow hier, wo du mal Mandy und so spielst. Ja, ne? Und das stimmt, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe zum letzten Mal vor 2 Monaten am Flügel gesessen und gespielt. Das ist wirklich etwas, was mir echt, wo ich mir echt gegen die Finger hauen muss und sagen muss, also das geht eigentlich gar nicht. Aber ja, es fehlt ja die Muße und die Zeit. Ja. Bist ja die ganze Zeit nur unterwegs. Ich mache ja nur Podcasts. Du machst nur Podcasts, bist nur unterwegs, ja, also ständig ist irgendwas. Wein, Sekt, Gewürze, Kochbücher. Ja, Herr Anders, wo soll da noch Zeit bleiben für sowas? Ja, klar, genau, du sagst es, du hast es erkannt. Ich bin ja froh, dass du so intelligent bist, dass du das merkst. Ja, also immerhin geht gerade so bei mir, ja. Barry Manilow, der ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre älter, ne? Also der ist 82. Nicht mehr. Ja, doch, der macht noch Tourneen in Amerika. Ich glaube, ich schwör's dir. Ich war im letzten Jahr, war der auf England-Tour und ich wollte irgendwie zu seinem Konzert und ich habe zu dem Zeitpunkt selber Shows gehabt, also konnte nicht hin und sowas. Der hatte, glaube ich, 10 Konzerte in England. Also das heißt ja, dass du vielleicht mit Paar 80 auch noch auf der Bühne stehst. Ich meine, wenn ich überlege, so Tom Jones ist nach wie vor auch unterwegs. Ich bin ja großer Tom Jones-Fan. Mit dem bin ich auch aufgetreten, weißt du schon, ne?
Nein, du bist Doch. mit Tom Jones aufgetreten. Nein, das hast du mir gar nicht erzählt. Wann bist du denn mit Tom Jones aufgetreten? Nein, wir hatten eine Show zusammen. Das war, ist schon viele Jahre her. Also viele Jahre, wie lange ist das her? 15 Jahre. Okay, das sind viele Jahre. Aber 15 Jahre, das war irgendwie bei einer großen Party, in Russland, wo sonst? Also in Moskau. Nein, das war irgendwie von einem, ich meine noch, das war ein Tennisclub oder sowas. Die haben eine riesen Party gemacht. Und da sind zuerst ist aufgetreten Patricia Kaas oder Patricia Kaas. Nicht Patricia Kaas. Frankreich, ja. Frankreich, genau. Dann Ricky Martin. Dann kam ich und als Hauptact war Mr. Tom Jones. Nein. Ja. Wie war's, ihn zu treffen? Ich will ihn unbedingt mal treffen. Das ist mein großer Traum. Also ich bin jetzt im Sommer, da habe ich meine Frau jetzt Karten besorgt für Baden-Baden, ja, ziemlich weit vorne. Aber ich bin auch so einer. Ich wäre auch mal gern Backstage, verstehst du? So kurz vor seinem Auftritt, wo der vielleicht dann auch genervt ist, wenn irgendwie 50 Leute da jetzt noch zu ihm wollen. Aber ich würde auch warten bis danach seinem Auftritt, ja. Hast du da Beziehungen, Thomas? Kannst du das für mich klar machen, dass ich mal ein Foto mit Tom Jones bekomme? Das brauchst du doch gar nicht. Du bist doch Andreas Kunze. Der Unglaubliche. RPR1-Moderator. Ja, genau. Der einfach nur den Telefonhörer hochnehmen muss und sagen muss, ich hätte gerne ein Foto mit Tom Jones. Ich hätte gerne ein Foto mit Tom Jones. Können Sie das mal klar machen? Ja. Sie können Tom Jones sagen, ich bin quasi der deutsche Tom Jones. Man nennt mich auch Thomas Johann. Das könnte... Oh, okay. Das ist vielleicht nicht die Eintrittskarte, aber egal. Nehme ich noch ein bisschen Nachhilfe bei dir. Ja, also Mensch, da bist du auch schon mit Tom Jones. Also was du schon alles gemacht hast, du erinnerst dich ja an viele Dinge auch nicht. Wenn man so viel macht, Überhaupt ja, dann nicht. Ich erinnere, immer wenn Leute sagen, sag mir was, ich sage, ich erinnere mich gar nicht. Ich habe so viel und ich jetzt komme ich wieder auf eine ganz andere Geschichte. Wenn du ja manchmal so, bei Partys bist, ja, oder so, bei Events, und da kommen Leute auf dich zu und die erzählen dir, was ich alles hatte und sowas. Und dann denke ich immer, was ist das denn für ein Scheiß? Das hatte ich doch dreifach. Das ist doch alles für mich normal. Von was redest du da eigentlich? Also, ja, aber ich meine, ich will mich gar nicht jetzt irgendwie großkotzig darstellen oder sowas. Aber es sind so viele Dinge, die ich vergessen hatte, wo ich denke, da war ich doch, hallo? Da war ich in dem Hotel. Eigentlich sind die doch scheiße, muss ein neues Hotel gehen. Das ist genauso wie mit den Leuten, die dir oft immer erzählen, was sie für einen Stress haben. Ja, was sie für einen Alltagsstress haben oder so, ne? Also ich habe teilweise auch in der Verwandtschaft und im Bekanntenkreis habe ich, die immer erzählen, was sie also wirklich für ein stressiges Leben haben und jeden Tag und dann da und da. Und da denke ich mir immer, bitte was? Das nennst du Stress? Weißt du, was ich den ganzen Tag mache oder wo ich überall unterwegs bin oder das zu tun habe und dann sich da so wichtig tun, das finde ich manchmal, das finde ich echt anstrengend. Ja? Also ich sage dir ganz klar, wir haben nun heute, das ist nun der Freitag, aber ich war am letzten Wochenende in Tirana, kam am Sonntag zurück, hatte am Montag, ich bin um kurz nach 4 aufgestanden, war den ganzen Tag bei RTL, hatte 2-mal Fernsehen, hatte 5 Radiointerviews, bin nach Hause gekommen. Am nächsten Morgen habe ich im Grunde für meine Gepäck gepackt, hatte am Dienstag mein Haus der deutschen Geschichte, die Übergabe der Kita, kam spät abends nach Haus, bin am Mittwoch morgens zum Flughafen gefahren, bin nach Berlin geflogen, hatte die Präsentation vom Album im Zoopalast, hat eben mit, ich glaube, 3 Interviews und 5 weiteren Interviews, um das abends zu machen, bin am nächsten Morgen, hat eben zum Sat.1 Frühstücksfernsehen, bin mit dem Fahrrad nach Hamburg gefahren für 3 Stunden, hatte 2 Aufzeichnungen einer Fernsehsendung, war jetzt um 11 Uhr nachts zu Hause und hab im Grunde gleich noch Gala-Aufzeichnung für Gala TV von RTL und fliege Freitagmorgen heute
Freitagabend, heute Abend noch zurück nach Frankfurt und habe morgen am Samstag habe ich ein Konzert in Ochtendung und hab Sonntag freien Tag. Jetzt ist mal Schluss mit lustig, verstehst du? Das ist Künstlerleben. Ja, aber du behauptest aber nicht von dir, du hättest Stress, sondern das ist Künstlerleben. Das ist positiver Stress. Aber Ja, Leute, ja. die halt eben nur Stress sagen, weil sie denken, Stress ist jetzt up to date, weil ich jetzt das wichtig machen muss. Das ist Stress. Also, wie ist denn eigentlich so die Reaktion, nicht die Redaktion, sondern die Reaktion drauf? Du hast jetzt schon einige Interviews gegeben. Was sagen die denn zu dem neuen Modern Talking Album oder quasi zu diesem letztendlich neu aufgelegten 40 Jahre Jubiläumsding Thomas Anders Sings Modern Talking? Wie sind denn so die Kritiken? Also, man könnte ja auch sagen, heutzutage ist ja oft die Presse auch böse, die dann sagen, ja, schon wieder so ein Comeback, wieder was Aufgewärmtes oder so. Braucht das jemand? Sind die eher so drauf, wie das heutzutage überall so ist, dass die oft so negativ sind? Oder was hast du da für Erfahrungen gesammelt? Ich muss jetzt ganz offen sagen, ich hatte tierisches, dass gerade in den Medien das so kommt nach dem Motto, ach, jetzt wärmt er das auf, braucht er Kohle, warum macht er das? Will eh keiner hören. Und ich bin so überrascht. Und ich habe jetzt nun wirklich für die Süddeutsche, fürs Feuilleton, für Neue Osnabrücker Zeitung, für so viele Zeitungen. Ich habe Interviews gegeben und gemacht. Das ist kein Thema, weil die Journalisten natürlich das vorab gehört haben. Und ich will nicht sagen alle, aber ich würde sagen 95% sagen, wie geil ist das denn? Das klingt ja wie hier und jetzt. Und trotzdem habe ich meine Gedanken in den 80ern. Also dieser Sprung, das ist, und ich bin derjenige, der es überhaupt nicht versteht. Und da muss ich sagen, Christian Geller hat immer daran geglaubt und hat gesagt, das ist ganz, ganz super und das wird super. Und ich habe ihm immer versucht zu erklären, dass ich das nicht neutral beurteilen kann, weil es ist ja nun mein Leben. Es ist meine Karriere. Also es ist kein Projekt. Ich gehe ja in meine Vergangenheit und mache das neu. Und das ist, also ich bin da total geflasht, dass gerade, wenn du ansprichst, die Journalisten und sowas, das so positiv bewerten. Was sagen die eigentlich auch ich meine, du bist ja der Erste, der auch mit dieser KI angefangen hat, ne? Dieses Cover, wo du quasi im Hier und Jetzt und dann dein jüngeres Ich, was da teilweise animiert auch ist, wo der junge Thomas Anders den alten Thomas Anders umarmt. Was sagen die dazu? Ja, das ist natürlich eine ganz neue Ebene. Es ist definitiv in Deutschland kein Künstler, der das vorher gemacht hat, dass er die KI jetzt benutzt hat, um sein altes Ich im Grunde ja zu umarmen. Und der junge Thomas Anders bewegt sich. Und ich meine, das ist definitiv, wir arbeiten seit einem halben Jahr an dieser Geschichte. Das macht man nicht mal so nebenbei. Das ist wirklich von allen, von der Plattenfirma, von uns allen extremst geplant und gemacht. Also für mich bei Fotosessions, wir wussten ja, was wir machen und das ist jetzt schon 5 Monate her. Da wurde genau der Fotograf und der wie sagt man das, Computerspezialist, Designer oder wie auch immer, die waren alle im Studio und die haben das alles ausgemessen, genau wie ich mich zu bewegen habe als jetziger Thomas Anders, damit das passt, damit der Junge, damit die Größe, die Umarmung, das auch meine jetzige Umarmung, das alles passt, das ist jetzt mal auf ganz, 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 ganz winzigem Niveau, das ist so ein bisschen
ABBA-mäßig gemacht. Und das hat in Deutschland noch niemand vorher gemacht. Und ich glaube, das wird für einige in der Branche etwas sein, wo viele nachdenken, wo man sagt, wow, das ist jetzt die neue Zeitreise, in die wir gehen. Und das ist KI. Also ich freue mich riesig, dass die Journalisten das so positiv aufnehmen und ich wünsche dir natürlich auch, dass das jetzt gechartet wird, dass es in den Charts abgeht und vor allen Dingen viel Kraft, bleib gesund, weil du ja jetzt so viele Termine auch hast und ich glaube, dieses Jahr 2025 wird für dich ein sehr, sehr besonderes Jahr, nicht nur, weil es das Jubiläumsjahr ist von Modern Talking, weil ja viele Dinge da passieren, aber wir halten euch ja hier im Podcast auf dem Laufenden und ihr könnt natürlich auch jederzeit eure Fragen stellen. Ne? podcast@thomas-anders.com. Was euch bewegt, was euch interessiert. Vielleicht gibt's ja gerade jetzt zu Modern Talking, Thomas Anders sings Modern Talking, zu den Alben irgendwelche Fragen. Vielleicht auch zur Tournee oder was auch immer. Würde ich mich interessieren, ja. Würde ich mich interessieren. Das würde ich ganz toll finden, ja. Ja, wenn also Fragen dass kommen. dass wir da ein bisschen Feedback bekommen von euch, würden wir uns sehr freuen. So, dann würde ich sagen, Thomas, haben wir es geschafft. Ja, wir haben sehr gesprudelt in allem und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, mein Lieber. Und ich würde einfach sagen, ja, heute ist Freitag. Für die Spaß haben, morgen Gala TV gucken. Da bin ich drin. Und danach bin ich in meinem Ortendung bei mir in der Gegend. Hat eben mit einer Show und die ist so gut wie ausverkauft. Es gibt vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Karten. Also da könnt ihr dann hinkommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut unterhalten und wir hören uns dann bei der nächsten Folge von unserem Podcast mit dem lieben Kunzilein und dann haben wir wieder ganz viel zu berichten und genießt den kommenden Frühling. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.